Künstlerische Positionierung. Was bedeutet das? Wie fange ich an? Künstlerische Positionierung, sich zu positionieren, bedeutet, den eigenen Kontext zu erschließen und dann auch zu kennen. Es ist aber letztendlich eine lebenslange Frage. Also es gibt nie den einen richtigen Weg der Positionierung. Kontext ist das entscheidende Stichwort. Also, wo ist der Platz für mich und meine künstlerische Praxis in der Kunstwelt? Denn es gibt viele Welten innerhalb der Kunstwelt. Vertraue deinem inneren Kompass, den hast du, den kannst du bei Bedarf kalibrieren, aber du kannst ihm vertrauen. Und dabei solltest du dann nach außen hin nicht vergleichen, sondern eben dich verorten. Also Achtung vor Social Media, zu viel scrollen, Achtung vor zu viel Trends folgen. Achte lieber darauf, was gab es für Traditionslinien, die ich kennen sollte in meiner Praxis. Wer hat Pionierarbeit geleistet in dem Bereich, in dem ich tätig bin? Und da verortest du dich dann mit deiner Praxis. Das wichtigste Tool ist Recherche, Recherche, Recherche. Da kommst du nicht drum rum. Also erstelle anhand dieses eigenen Kompasses, den du hast, eine Art persönliches Mapping, so wie du es auch bei einer thematischen Recherche machen würdest. Fühl vor, was gibt es alles? Was gibt es für Orte und Institutionen? Ich kann dir natürlich Projekträume sehr empfehlen als erstes Experimentierfeld. Da gibt es das Netzwerk freier Projekträume in Berlin, wo du dich informieren kannst. Es gibt hier in Berlin die kommunalen Galerien und ganz viele davon sehr unterschiedliche. Deutschlandweit gibt es ganz viele Kunstvereine, da gibt es die Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine. Und wenn du eher kunstmarktorientiert arbeitest, es muss auch nicht entweder oder sein, es gibt Galerien und dafür natürlich den Bundesverband Deutscher Galerien. Nach dieser Ortsrecherche willst du vielleicht in eine gezielte Personenansprache rübergehen und da kann ich dir empfehlen, auch bei Kuratorinnen und Autorinnen eine Recherche zu betreiben, Texte zu lesen. Was haben diese Personen gemacht? Was interessiert sie? Wie passt es zu mir? Mein großer Tipp ist, nicht immer nur die LeiterInnen anzuschreiben, sondern auch mal die VolontärInnen, kuratorische Assistenzen. Auch die Praktikantinnen freuen sich, wenn ihr sie noch 10 Jahre später kennt und vielleicht stellen sie euch dann ja auch genau aus. Wichtig ist es auch, eine Peer Group zu finden und mit der zu wachsen. Also bildet Banden, langfristige Netzwerke, das ist das, was euch voranbringen wird. Gründet einen Verein, pflegt eure Freundinnenschaften, alles, was euch dabei hilft, langfristig zu denken und dabei auch solidarisch vorzugehen, das ist das Entscheidende. Es bringt immer Macht, Wissen zu teilen, da glaube ich ganz fest daran. Und Nein sagen ist auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß, es ist ein unglaubliches Privileg, jetzt gerade Nein zu sagen in diesen prekären Zeiten, aber glaub mir, langfristig wird es doch ein Segen sein. Und zuletzt vielleicht noch, Erfolg hat ganz viele Gesichter. Es gibt kein Idealrezept der künstlerischen Positionierung. Geh doch mit dieser einen kleinen Aufgabe raus und frag dich, was ist deine persönliche Definition von Erfolg? Welche Orte und Personen siehst du auf dieser persönlichen Karte, die dir den Weg zu diesem Erfolgsmodell hin ebnen?